Tag Süßigkeit, ich esse jeden Tag alles, was ich möchte. Aber ich weiß, wie ich das Ganze mache und trotzdem schlank bleibe. Also du kannst jeden Tag Döner essen und trotzdem abnehmen. Ja, sogar kannst du jeden Tag Eis essen. Dein Kalorienverbrauch besteht aus 4 Komponenten. Guck mal, auf das, was beim Abnehmen achte, sind primär die Makronährstoffe. Woraus bestehen die? Er musste nicht verzichten, er hat es dann geschafft, innerhalb von 10 Monaten über 30 Kilo abzunehmen, musste Masse aufzunehmen. Es gibt eine Überlieferung von Hazrat Ömer, radiallahu anhu. Der sah einen Mann mit einem dicken Bauch. Dann fragte der Mann, was ist das? Der Mann sagte, das ist ein Segen Allahs. Der Ömer sagte, nein, das ist eine Strafe Allahs. Wer ist Dirgham Önal? Mein Name ist Dirgham Önal. Ich bin mittlerweile 33 Jahre alt, verheiratet und ich habe Sozialwissenschaften und Soziologie studiert, aber habe gemerkt, das ist gar nichts für mich. Und ich habe dann überlegt, wo ist meine Stärke, wo kann ich den Menschen, die Muslimen Mehrwert geben, habe dann erkannt, indem ich ihnen helfe, abzunehmen. Und das wirklich endgültig. Ich bin in Bielefeld groß geworden, habe mein Leben lang Fußball gespielt, war auch mein Leben lang eigentlich sportlich. Erst nachdem ich mit Fußball aufgehört habe, habe ich auch langsam angefangen zuzunehmen. Da war ich nicht mehr so schlank, bis 120 Kilo. Da hatte ich so dickere Wangen und habe dann meine erste Diät gestartet. Und bei meiner ersten Diät war das dann so, dass ich wirklich alles probiert habe, was die anderen auch probiert haben. Sei es jetzt Intervalllaufen oder generell Joggen, manchmal sogar mit Winterjacke, dass ich noch mehr schwitze. Ich weiß doch, wie ich ein paar Packungen Magerquark geholt hatte, die auf den Tisch getan habe und dachte, okay, die muss ich jetzt essen, um abzunehmen, so wie viele andere auch. Bei der zweiten Packung war aber Schluss, weil ich musste mich fast übergeben. Ich habe nach und nach weniger gegessen. Einfach nur um weiter abzunehmen. Dann habe ich angefangen, über die Jahre mir Wissen anzueignen über das Thema Ernährung und Körper. Und du musst verstehen, dass es damals, vielleicht kennst du die Zeit sogar, es 2 Seiten gab. Einmal Bro Science, das heißt, was sagt Bruder XY über das Thema Abnehmen und was sagt die Wissenschaft über das Thema Abnehmen. Und ich habe mich damals bewusst für die Wissenschaft entschieden. Warum? Weil die Wissenschaft eine Grundlage hat. Wenn jetzt ein Bruder zu dir kommt und sagt, ja Bruder, ich habe Keto-Diät gemacht oder ich habe Intervallfasten gemacht, mach du doch auch so. Wer sagt, dass das, was er gemacht hat, für dich funktioniert? Vielleicht magst du Kohlenhydrate, vielleicht magst du es nach 18 Uhr zu essen, ja? Vielleicht bist du erst 20 Uhr zu Hause, du musst nach 18 Uhr essen. Das heißt, die Tipps, die dir die Leute geben für dein Leben, muss nicht bei dir funktionieren. Vor allem aber auch sind die Leute, die diese Tipps geben, oftmals Tipps, die nur kurzfristig funktionieren. Warum war es dir wichtig, speziell mit Muslimen zu arbeiten? Das Schöne an, wenn man mit Muslimen arbeitet und man ist selber Muslim, man hat dieselben Werte, man hat denselben Hintergrund, man kennt dieselben Probleme. Und da sage ich auch hier, dass zu einem Muslim kein dicker Bauch passt. Jetzt, wenn man sich vorstellt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dick wäre, Hascha, wollen wir nicht. Aber wenn es so wäre, dann würden wir unterbewusst denken, irgendwas passt nicht. Irgendein Lebensbereich hat er nicht unter Kontrolle oder er hat sein Nefs nicht unter Kontrolle. Von Abu Bakr, Hazrat Ömer. Diese Menschen sich dick vorzustellen, passt überhaupt nicht ins Bild, weil die stehen für Maskulinität, die stehen für Verantwortung, die stehen für Macher. Und dass diese Menschen dann dick sind, das passt einfach nicht ins Bild von Disziplin, von Maskulinität, von Kontrolle vom Nefs und so weiter und so fort. Welche falschen Vorstellungen hattest du früher selbst über Ernährung? Dass ich extrem verzichten muss. Sachen wie Zucker, Süßigkeiten, ist alles verboten. Und dass ich unbedingt Sachen wie Magerquark essen muss, das muss Programm sein. Mich clean ernähren muss. Clean heißt kein Fastfood, kein Döner, kein Lahmacun, kein Fastfood, gar nichts. Also absolute Disziplin. Diese Vorstellung hatte ich, das habe ich auch lange gemacht. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, das ist absoluter Quatsch. Ja, du kannst sehr gut aussehen, du kannst ein Sixpack haben, du kannst dauerhaft schlank sein und trotzdem alles essen. Also wenn du wüsstest, was ich tagtäglich alles esse, würdest du dich wundern, warum sieht das so aus. Also ich esse jeden Tag Süßigkeit, ich esse jeden Tag alles, was ich möchte. Aber ich weiß, wie ich das Ganze mache und trotzdem schlank bleibe. Und ich dachte immer auch, Fitness, Sport dazugehört. Das muss sein, aber das stimmt auch nicht. Was ist der größte Fehler bei Diäten? Einer der größten Fehler, du darfst nicht verzichten, wenn du abnimmst. Du musst die Sachen essen, die dir schmecken, weil ansonsten denkst du, okay, das mache ich bis zum Wunschgewicht, danach esst wieder die Dinge, worauf ich Lust habe und danach nimmst du wieder zu. Guck mal, auf das, was beim Abnehmen achte, sind primär die Makronährstoffe. Woraus bestehen die? Aus Fetten, Protein, Ballaststoffen, Kohlenhydraten und zu guter Letzt Alkohol. Alkohol spielt keine Rolle bei uns. Alhamdulillah. Diese 4 Komponenten so. Kohlenhydrate spielen auch eine weniger wichtige Rolle. Kohlenhydrate passen sich immer die anderen 3 Komponenten an. Protein, Fetten und Ballaststoffen an. Je nachdem, wie viel du davon isst, hast du auch Platz für Kohlenhydrate. Das heißt, bei mir musst du nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Du kannst Kohlenhydrate essen, solange die anderen 3 Komponenten auch erfüllt sind. Kann man wirklich gesund abnehmen ohne Sport? Auf jeden Fall. Ja, wenn du zum Beispiel 120 Kilo wiegst und du nimmst jetzt 30 Kilo ab, ist auf jeden Fall gesund, weil die Nährwerte
optimal sind. Du nimmst genügend Fette zu dir, du nimmst genügend Mikronährstoffe zu dir, du nimmst genügend Proteine zu dir und du musst dir vorstellen, die meisten meiner Teilnehmer machen keinen Sport, wenn sie zu mir kommen, während Abnahme. Und schon nach wenigen Wochen beim Abnehmen berichten sie mir, schon nach einer Woche zum Teil, dass sie mehr Fokus haben, mehr Energie haben. Ich hatte einen Teilnehmer zum Beispiel, der hat sich oft schlapp gefühlt, müde gefühlt, während Arbeit müde gefühlt. Nachdem ich seine Ernährung optimiert habe, sagt er, guck mal Bruder, normalerweise, ich war der Letzte, der bei der Arbeit aufgetaucht ist. Ich musste zwischen 7 und 9 Uhr bei der Arbeit auftauchen, ich war gerade so 9 Uhr da. Meine Mutter musste mich aus dem Bett prügeln, damit ich gerade so noch 9 Uhr da bin. Nachdem ich seine Ernährung optimiert habe, war er derjenige, der das Büro aufgeschlossen hat. Ja, er war um 7 Uhr da und konnte auch viel fokussierter arbeiten. War nicht nach dem Mittagessen so müde. Das heißt, er hat einfach tagsüber mehr Energie, um mehr zu leisten. Das heißt, der Körper signalisiert, guck mal, danke, dass du das gerade gemacht hast. Wenn du dann noch Sport machst, sogar noch besser. Definitiv. Was sagst du zu Intervallfasten? Intervallfasten kann man machen, wird aber massiv überschätzt. Der Sinn vom Intervallfasten ist ja, dass du weniger Zeit hast zum Essen und dadurch insgesamt weniger isst. Da ist kein mystischer Effekt hinter. Wenn du jetzt 60 Stunden lang nichts isst, passiert nichts, wo du auf einmal extrem viel Fett abnimmst. Sowas gibt es nicht. Was aber Fakt ist, dass du weniger Zeit hast zum Essen. Dadurch isst du weniger. Das funktioniert auch die ersten Wochen. Aber auch hier gilt, wenn du deine Ernährung nicht optimierst, wird dieser Hunger mehr und mehr. Und dann wirst du es irgendwann schaffen, in diesen 8 Stunden, wo du essen darfst, so viel zu essen, dass du nicht mehr im Kaloriendefizit bist. Das heißt, es ist ein Mittel zum Zweck, um einfach nur sich besser zu kontrollieren. Aber es ist an sich kein Wunder. Meine Teilnehmer zum Beispiel machen auch Intermittent Fasting, aber es wird gar nicht erwähnt. Aber unbewusst machen die das. Warum? Die ersten 2-3 Stunden vom Schlafen gehen ihre letzte Mahlzeit. Sagen wir mal 3 Stunden. Jetzt schlafen sie 7 Stunden, also sind schon 10 Stunden. Okay? Die ersten 3-4 Stunden nach dem Aufwachen essen sie auch nichts. Das heißt, sie haben schon automatisch 13-14 Stunden gefastet und dann machen sie ihre erste Mahlzeit. Aber ich sage nicht, dass sie abnehmen aufgrund des Fastens, einfach nur, weil sie am Ende des Tages weniger Kalorien essen. Wenn sie aber jetzt zum Beispiel am Samstag mit ihrer Familie frühstücken wollen und deswegen direkt nach dem Aufwachen was essen, ist kein Problem. Das macht nichts kaputt. Deswegen Intermittent Fasting ist kein Wundermittel. Kann man machen, muss man aber nicht. Welche Rolle spielt der Schlaf beim Abnehmen? Spielt eine wichtige Rolle beim Abnehmen. Wenn du schlecht schläfst, wenig schläfst, ja, hat das Einfluss auf deinen Stoffwechsel. Und vor allem, wenn du wenig schläfst, hast du auch vermehrt Heißhungerattacken. Deswegen mein Fokus ist auch im Abnehmen der Schlaf. Wenn meine Teilnehmer mir berichten, guck mal, ich habe irgendwie mehr Heißhungerattacken. Gestern fiel es mir schwierig mit dem Abnehmen. Gestern hatte ich erhöhten Hunger. Dann frage ich oft nach dem Schlaf, wie hast du geschlafen? Oftmals kommt raus, dass sie schlecht oder wenig geschlafen haben. Und auch die Tatsache, alleine wenn du einfach lange wach bist und wenig schläfst, hast du mehr Zeit zum Essen. Und auch, wenn du wenig und schlecht schläfst, ist das auch ein Grund, warum du zunimmst. Der schlechte Schlaf ist auch ein Grund, warum die Gesellschaft heute so stark übergewichtig ist. Welche 3 Gewohnheiten bringen den größten Unterschied? Eine wichtige Gewohnheit, wenn du abnehmen möchtest, ist, nur noch 2-mal am Tag zu essen. Ich empfehle mittags eine Mahlzeit, eine kleinere Mahlzeit und abends eine größere Mahlzeit. Das reicht. Das Frühstück angeblich so wichtig ist völliger Quatsch. Das war damals ein Marketing-Gag, damit wir einfach nur frühstücken. Plus, wir kennen es alle aus Ramadan. Wir frühstücken nicht, haben gefühlt mehr Energie. Es funktioniert. Dann der andere Tipp ist, in beiden Mahlzeiten proteinhaltig essen. Sowohl mittags als auch abends. Sei es mittags durch Curry Frischkäse, sei es durch Magerquark, sei es durch Pastrama, Thunfisch, Eier. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und dann am Abend auch wiederum proteinhaltig. Und vor allem dann auch Ballaststoffe in beiden Mahlzeiten. Der dritte Tipp ist, mehr alltägliche Bewegung. Die meisten Büromenschen machen vielleicht 3.000, 4.000 Schritte am Tag. Das ist zu wenig. Mindestens würde ich sagen, wenn du nicht abnimmst, 5.000 bis 7.000. Wenn du abnimmst, wirklich 12.000. Weil das große Problem ist, Bruder, wenn du abnimmst und du nimmst falsch ab, indem du einfach nur Kaloriendefizit machst, wirst du merken, dass du nach und nach weniger Energie hast. Und wenn du weniger Energie hast, machst du was? Bewegst dich weniger. Das heißt, du hast dich schon wenig bewegt, dann bewegst du dich noch weniger und dann verbrauchst du weniger Kalorien. Und deswegen nimmst du nicht mehr ab. Und weil du nicht mehr abnimmst, machst du was? Du isst noch weniger, hast noch weniger Energie. Wie so eine Teufelsspirale. Und dann kommt der Trugschluss, dass du denkst, okay, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Dein Stoffwechsel ist nicht eingeschlafen. Der Fehler ist, du bewegst dich immer weniger. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, die Ernährung so zu optimieren, dass du mehr Energie hast und die Bewegung oben hältst. Und dann auch wirklich möglichst schnell abnimmst. Das heißt, 2 Mahlzeiten, Proteine und Ballaststoffe von beiden Mahlzeiten und genügend alltägliche Bewegung. Das sind 3 wichtige Dinge, mit denen du schon auf jeden Fall einige Kilos abnimmst. Bist du nur spezialisiert auf Muslime oder kommen auch Nicht-Muslime zu dir? Ein Nicht-Muslim kam zu mir, der wurde dann Muslim. War früher mein bester Freund in der Schule und wir hatten dann lange Zeit keinen Kontakt, bestimmt 15 Jahre oder so. Da hat mich irgendwann über Instagram angeschrieben, meinte, ey, hilfst du auch nicht Muslim? Da meinte ich, ja, tue
tue ich ja grundsätzlich. Wenn mich einer anschreibt, dann mache ich das auch. Und dann haben wir zusammengearbeitet. Ich habe ihm geholfen abzunehmen und während der Zusammenarbeit haben wir auch angefangen, über Islam zu sprechen und so. Wir haben da gemerkt, wir sind halt nicht auf demselben Nenner. Der war schon eigentlich überzeugt vom Islam, traute sich aber nicht, die Schäde auszusprechen. Da war immer so, ja, ich weiß nicht, weil viele haben im Kopf, okay, wenn ich jetzt Muslim bin, dann muss ich alles im Leben ändern. Ich habe dann ihm gesagt, guck mal, ich habe erstens versucht, ihm diese Angst wegzunehmen und zweitens habe ich ihm gesagt, was, wenn du morgen stirbst, was machst du dann? Und dann hat er einfach die Schäde angenommen, ohne es mir zu sagen. Also ich habe einfach letztens gesagt und dann wurde ich Muslim. Und so hat er dann den Islam angenommen, Alhamdulillah. Ich glaube, was ihn überzeugt hat, war, dass er gesehen hat, das war vor ungefähr 3 Jahren, dass die Welt in eine völlig falsche Richtung geht. Die machen Regenbogenflagge in der Kirche, dann noch diese ganze Homosexualität, Transgender, die Jugend wird verdorben. Geht alles in die falsche Richtung. Und der Islam war die letzte Religion, die gesagt hat, ey, wir haben unsere Grenzen. Manche Sachen tolerieren wir, manche Sachen tolerieren wir nicht. Das hat ihn halt überzeugt, dass es noch eine Religion gibt, die einfach klare Grenzen hat, klare Prinzipien hat. Die brauchen wir einfach als Mensch. Welche Herausforderungen siehst du speziell bei Muslimen in Deutschland? Eine große Herausforderung, die die Muslime hier haben, ist, dass wir im Luxus leben. Wir haben ständig Essen vor uns, sei es bei der Arbeit, sei es zu Hause. Und auch die Tatsache, dass wir uns immer sehr, sehr hochverarbeitete Lebensmittel kaufen können. Das Problem bei hochverarbeiteten Lebensmitteln ist nicht, dass es hochverarbeitet ist, wie zum Beispiel Eiweißpulver. Der Prozess an sich ist nicht das Problem. Das Problem liegt vielmehr darin, dass die Verarbeitung dessen bei den meisten Produkten so ist, dass es dir besser schmeckt. Und wann schmeckt dir ein Produkt, wenn es fast hauptsächlich aus Kohlenhydraten und Fetten besteht? Das heißt, du isst ein Schokobrötchen, das ist so groß, relativ dünn, aber dieses kleine Ding hat sehr viele Kalorien. Aber es schmeckt dir extrem. Das heißt, die Industrie zielt darauf ab, dass du immer wieder kaufst. Und die nehmen die Dinge raus, die dich sättigen, tun die Dinge rein, die dir schmecken. Und das sorgt wiederum meistens dafür, dass du mit sehr wenig sehr viele Kalorien dir zugeführt hast. Anderes Beispiel ist, du siehst ganz viele, die morgens zum Bäcker gehen, kaufen sich Brötchen und so. Die Sachen, die sie beim Bäcker kaufen, haben sehr viele Kalorien, aber sättigen schlecht. Das heißt, am Morgen haben sie direkt 700, 800 Kalorien weggefetzt. Dann haben sie am Mittag wieder Hunger, weil das, was sie gegessen haben, nicht gut war. Es hatte keine guten Nährwerte. Dann essen sie da einen Döner zum Beispiel. Ein Döner hat wieder 1100 Kalorien. Dann sind die schon bei 1900 Kalorien. Dann gibt es doch hier und da Snacks. Energy hier, Süßigkeit da. Da sind sie, bevor sie zu Hause ankommen, schon bei 2300, bei 2400 Kalorien. Und dann essen sie nochmal Abendessen. Nochmal über 1000 Kalorien. Da sind sie bei 3,5, bei 3600 Kalorien. Und dann gibt es doch mal Snacks, 3800 Kalorien. Aber wir brauchen nur 3200 Kalorien. So, und 3200 Kalorien ist schon relativ viel, weil sie sind ja Bauarbeiter. Aber das, was sie essen, hat trotzdem noch mehr Kalorien. Weil das, was sie essen, einfach schlecht ausgewählt ist. Ein anderes großes Problem ist, dass man nicht aufhören kann zu essen. Ja, man hat die Gewohnheit, bis zum Platzen sich voll zu essen. Obwohl der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß 1/3 für Essen, 1/3 für Wasser, 1/3 Luft. Wer von uns setzt das um? Fast niemand. Ja, wir alle essen uns bis zum Platzen voll. Der Prophet sagt auch, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, dass das schlimmste Gefäß, das man füllen kann, der Magen ist. Und wir alle kennen das. Das ist auch der Grund, warum ich den Muslimen helfe. Wenn du dein Gefäß bis zum Platzen füllst, was fällt dir schwierig? Wir alle kennen das. Das Gebet. Du bist müde. Du hast Probleme, weil du immer dich bis zum Platzen voll isst, dein Fuß im Waschbecken zu tun. Ja, du willst Wudu nehmen, du überlegst, soll ich nicht? Du kannst sogar, ich hatte einen Teilnehmer, der meinte zu mir, ich hatte Probleme im Sujud. Warum? Weil ich keinen Atem mehr bekommen habe, keine Luft mehr bekommen habe. Ich konnte nicht mehr vernünftig atmen. Das heißt, sogar deine Demut im Gebet wird weniger, weil du übergewichtig bist. Das sind auch alles Gründe, warum ich so motiviert bin, den Muslimen zu helfen. Und der Prophet sagt auch, sallallahu alaihi wasallam, dass der starke Gläubige bei Allah lieber und besser ist als der schwache Gläubige. Ja, doch in beidem steht Gutes. Da spielt auch die körperliche Komponente eine Rolle. Dass der starke Gläubige bei Allah besser und lieber ist. Ist einfach Fakt. Wir wollen ja wirklich bis zum Ende Allah bestmöglichst dienen, richtig? Wir wollen nicht mit 50 im Stuhl beten. Wir wollen nicht mit 50 am Knie operiert werden, weil wir übergewichtig waren und deswegen nicht mehr ins Sajda gehen können, unsere Stirn auf den Boden tun können. Und damit du nicht nur überlebst, sondern Allah bestmöglichst anbetest bis zum letzten Atemzug, musst du auf deine Gesundheit achten. Weil es kann sein, dass du auch für deinen Körper zur Rechenschaft gezogen wirst. Stell dir doch mal vor, weil du zugenommen hast und nicht abgenommen hast, hast du Krankheiten, kannst nicht mehr ins Sajda rein. Ja, Allah Kurussen, du stirbst vielleicht an Herzinfarkt, weil du übergewichtig bist. Das macht mir Sorgen, wenn ich darüber nachdenke, weil du bist ja nicht einfach so übergewichtig geworden. Du hast ja bestimmte Dinge gemacht, die dafür gesorgt haben, dass du übergewichtig wurdest. Ich will den Muslimen helfen, dass sie bis zum letzten Atemzug, soweit ich helfen kann, gewichtsbedingt, Allah bestmöglichst anbeten. Das ist mir wichtig. Ich hatte einen anderen Teilnehmer, Ibrahim zum Beispiel. Ibrahim kam zu mir mit über 140 Kilo. Er ist Fahrschullehrer.
hat mehrere Kinder und er ist quasi selbstständig als Fahrschullehrer, Inhaber davon. Und er war seit seiner Kindheit an übergewichtig. Und er sagt, er liebt Essen. Und weil er Essen liebt, hat er auch nie über eine Magen-OP nachgedacht. Er war abgeneigt davon, weil er wollte essen. Und er meinte, meine letzte Chance war dann über Dirham, über einen Ernährungsberater. Und er hat es dann geschafft, allein innerhalb der ersten 2 Wochen schon fast 10 Kilo abzunehmen, oder um die 10 Kilo abzunehmen. Er wollte sogar noch schneller abnehmen, wo ich dann gesagt habe, guck mal, noch schneller sollst du nicht abnehmen, das ist dann kontraproduktiv. Das könnte dir schaden. Da habe ich ihn erstmal runtergeholt und am Ende hat er es geschafft, von 146 Kilo runter auf 112, 113 Kilo. Und jetzt vielleicht sogar noch mehr. Was hältst du vom Wasserfasten? Eine gute Frage, da ist auch eine Geschichte eingefallen. Ich hatte einen Interessenten gesprochen und der meinte, er war bei einem Ernährungsberater und irgendwann ging das Gewicht nicht mehr runter. Dann hat er ihm Wasserfasten empfohlen. In der Hoffnung, dass er weiter abnimmt. Der Grund, warum du mit Wasserfasten weiter abnimmst, ist nur einer, weil du noch weniger isst, als du verbrauchst. Dein Defizit an Kalorien ist noch höher. Das heißt, die Glykogenspeicher werden noch leerer, du hast noch weniger Mageninhalt, du hast noch höheres Kaloriendefizit und deswegen nimmst du weiter ab. Und nicht, weil im Wasserfasten irgendein magisches Wunder ist. Sowas gibt es nicht. Also ihr müsst bitte eine Sache verstehen, das ist eigentlich jeder, der mit einer gewissen Lebenserfahrung wird verstehen, es gibt nicht das Wunder. Es gibt nicht den einen Weg, um reich zu werden. Es gibt nicht die eine Sache, wo du direkt reich wirst. Gibt es nicht. Beim Abnehmen ist auch so. Es gibt nicht die eine Sache, das eine Produkt, wo du jetzt auch mal plötzlich abnimmst. Du holst irgend so einen Gurt. Ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Wenn du fett bist, muss Abnehmen für dich einfach sein. Warum? Fett ist ein Energiespeicher. Das heißt, wenn du jetzt nichts zu essen hast, greift dein Körper auf die Fettreserven zurück, um in der Zeit, wo du abnimmst, zu überleben. Der nimmt sich da die Energie raus. Da du davon mehr als genug hast, da du mehr als genügend Fettreserven hast, wehrt sich dein Körper nicht dagegen, dass du abnimmst, dass du dieses überschüssige Fett los wirst. Das heißt im Umkehrschluss, wenn sich aber dein Körper wehrt, in Form von Heißhungerattacken, in Form davon, dass du ständig hungrig bist, in Form davon, dass du gereizt bist, weniger Energie hast, dann heißt es einfach schlichtweg, dass du deinem Körper nicht das gibst, was er braucht. Das Abnehmen an sich ist nicht schwierig. Du arbeitest einfach mit der Art und Weise, wie du abnimmst, gegen deinen Körper. Und deswegen rebelliert er. Nicht, weil Abnehmen schwierig ist. Du machst einfach nur falsch. Wenn du jetzt aber plötzlich die Nährwerte optimierst und deinem Körper das gibst, was er braucht, während du abnimmst, dann auf einmal ist Abnehmen sehr, sehr einfach. Gibt es Lebensmittel, die komplett überschätzt werden? Eier werden überschätzt, definitiv. Avocado wird überschätzt. Ist sogar manchmal kontraproduktiv, weil es auch kalorienhaltig ist. Eier sind auch kalorienhaltig. Haferflocken werden überschätzt. Generell, man kann sagen, alle Lebensmittel, wo man sagt, das muss ich essen, um abzunehmen, wird überschätzt. Du brauchst kein einziges Lebensmittel, um abzunehmen. Nichts. Alles ist optional. Alles. Du musst nichts essen, du musst auch nichts weglassen. Du musst so essen, wie es dir am besten schmeckt, wie es dir am besten passt. Solange du das machst, wirst du viel eher abnehmen, wenn du natürlich gleichzeitig deine Ernährung optimierst. Und dazu brauchst du halt Wissen. Dazu brauchst du die wissenschaftliche Grundlage. Und das hat so gut wie niemand. Du könntest jeden Tag einen Döner essen und trotzdem abnehmen, aber ich empfehle es nicht. Warum? Weil ich generell verarbeitetes Fleisch nur einmal die Woche empfehle. Einfach aufgrund der Gesundheit. Aber damit kannst du abnehmen. Steak-Döner müsste man wieder schauen. Ja? Aber du kannst jeden Tag Döner essen und trotzdem abnehmen. Die Gesundheit ist wieder eine andere Sache. Ja, sogar kannst du jeden Tag Eis essen. Ich hatte einen Teilnehmer zum Beispiel, der war eine Naschkatze. Er hat sich jeden Abend Süßes gegönnt, hat trotzdem abgenommen. Jeden Abend. Ein anderer Teilnehmer hat sich jeden Tag Energy gegönnt, hat trotzdem abgenommen. Ich erzähle dir von Mert, wie er es geschafft hat, von über 120 Kilo, 121 Kilo runter auf 87, 88 Kilo geschafft hat. Du musst dir vorstellen, er hat in der Schule Sport gemacht, Kampfsport gemacht. Dann hat er angefangen zu arbeiten, hat dann Kilo für Kilo zugenommen, alle kennen das. Hat dann immer wieder versucht abzunehmen, aber immer und immer wieder Jojo-Effekt. Er hat keine Methode gefunden, die man wirklich dafür gesorgt hat, dass er sein Wunschgewicht erreicht, dass das Ganze nachhaltig ist. Hat er nicht geschafft. Dann kam er zu mir und ich habe seine Ernährung optimiert. Ich habe einen Ernährungsplan gemacht und er hat angefangen, so einfach abzunehmen wie noch nie. Und er hat es dann geschafft, innerhalb von knapp 10 Monaten 34 Kilo abzunehmen und Muskelmasse aufzubauen. Wir haben erst gesagt, guck mal, wir optimieren deine Ernährung, indem wir sagen, dass du genügend Fette zu dir nimmst, genügend Ballaststoffe, genügend Proteine, sodass du keine ständigen Heißhungerattacken hast, sodass du gesättigt bist und einfach abnimmst. Er war sogar an dem Punkt, dass er hat pro Woche zum Teil über 1 Kilo abgenommen. Anfangs, über 1 Kilo. Aber er hat nur zu Hause gegessen. Und ich habe ihn dann darum gebeten, dass er anfängt, auswärts zu essen. Das heißt, sowas wie Döner. Und darauf, wo er Lust hat. Warum? Weil ich ihm diese Angst nehmen wollte, dass er nicht draußen essen darf, um abzunehmen. Das heißt, wir haben seine Ernährung optimiert. Er musste nicht verzichten. Er hat es dann geschafft, innerhalb von 10 Monaten über 30 Kilo abzunehmen, Muskelmasse aufzubauen. Und als seine Arbeitskollegen zu ihm meinten, ey Mert, guck mal, langsam hast du mir zu viel abgenommen, meinte er, ich mache doch gar nichts. Ich lebe einfach ganz normal und ich nehme ab. Und das ist etwas, was keiner versteht. Wenn Abnehmen sich so für dich anfühlt, nicht wie ein Kampf, einfach so, du lebst einfach vor dir her, aber du fühlst dich besser und Kilo für Kilo geht runter, dann
geht das Ganze auch nachhaltig. Und das bekommt keiner hin. Die meisten verbinden Abnehmen mit Verzicht, mit Qual, mit weniger Lebensqualität, mit weniger Spaß, mit immer nur nein, 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 ich darf nicht. Ich kann nicht genau sagen, was die dauerhaft gegessen haben, warum, weil sie selber entscheiden, was sie essen. Das heißt, sie können entscheiden, ob sie mittags Eier essen, ob sie Magerquark essen mit Früchten zum Beispiel, ob sie abends Kartoffeln essen, Reis essen, Nudeln essen. So, und dann sagen die auch, guck mal, weißt du was, so wie ich jetzt abnehme, das möchte ich auch beibehalten, nachdem ich mein Wunschgewicht erreicht habe. Ich möchte nicht wieder zurück wie davor. Ich habe mich schlecht gefühlt, ich war oft müde, hatte keine Energie, ich war fett. Jetzt geht es mir rundum besser und warum soll ich zurück? Deswegen sage ich ja, es muss ein neuer Lifestyle werden, keine kurzfristige Diät. Und dann auch zum Beispiel Hüseyin. Hüseyin kam zu mir mit über 130 Kilo. Er hatte davor 16, 17 Kilo mit einer Keto-Diät abgenommen, hat wieder zugenommen, alles on top, sodass er am Ende bei über 131 Kilo war. Innerhalb von, ich würde auch so schätzen, einem Jahr geschafft, vielleicht etwas mehr, auf sage und schreibe 78, 79 Kilo. Und du musst dir vorstellen, dass er seit seiner Kindheit an Übergewicht leidet. Was motiviert dich heute noch weiterzumachen? Das, was mich am meisten motiviert, ist, auch wenn es jetzt klischeehaft klingt, den Muslimen zu helfen. Weil zu mir kommen Leute und erzählen mir, wie andere versucht haben, ihnen zu helfen. Und wenn ich höre, was andere versuchen, ihnen zu helfen, denke ich, dass mein Job umso wichtiger ist. Ich gebe da ein Beispiel. Irgend so ein Coach hier in Deutschland hat einer meiner Teilnehmer gesagt, dass er laufen gehen muss auf dem Laufband. Dass er so laufen gehen muss, dass er sein Gewicht irgendwie minus irgendwas und dementsprechend muss sein Puls sein auf dem Laufband. So irgendeine komische Formel. Und ich weiß einfach, dass das völliger Quatsch ist. Wenn er diesen Puls hat, passiert nichts, außer dass er ein paar Kalorien mehr verbrennt. Aber auf der anderen Seite musst du einfach verstehen, dass wenn du 30 Kilo zu viel wiegst, ist es extrem anstrengend. Dein Leben an sich ist schon anstrengend. Zu gehen ist für dich anstrengend. Jetzt verlangt auch noch einer von dir, dass du laufen gehen sollst. Wenn du irgendwann das sicher machen kannst, sei es durch Gelenkschmerzen, aber auch weil du einfach keine Überwindung mehr hast, dann ist es völlig verständlich, ist völlig menschlich. Reis oder Brot? Brot. Brot ist besser, ja. Hat bessere Nährwerte als Reis. Reis ist gar nicht so gut, ehrlich. Reis ist gut zum Zunehmen, ist nicht gut zum Abnehmen. Cardio oder Krafttraining? Krafttraining. Cheat Day, sinnvoll oder unnötig? Komplett unnötig. Wenn du sie brauchst, machst du was falsch. Zuckerfrei oder alles in Maßen? Alles in Maßen. Frühstück auslassen oder spät essen? Auslassen. 10.000 Schritte oder Gym? 10.000 Schritte. Wenn du 100 Kilo wiegst, du machst 10.000 Schritte, verbrauchst du ca. 500 Kalorien. Wenn du 1,5 Stunden ins Fitnessstudio gehst, verbrauchst du 170. Außer du machst jetzt richtig so Hit-Cardio oder intensives Cardio. Ich rede wirklich von Krafttraining. Dein Kalorienverbrauch besteht aus 4 Komponenten. Einmal dein Grundumsatz. Was verbrauchst du, wenn du einfach nur im Bett liegst? Was verbraucht deine Organe zum Beispiel? Allein, dass deine Haare wachsen, verbrauchen Kalorien. Deine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, verbraucht Kalorien. Das heißt, was verbraucht dein Körper an Kalorien, wenn du einfach nur liegst? Das macht auch den größten Anteil raus. Dann kommt, verbrauchst du durch Essen. Das, was du isst, wird verdaut. Und das verbraucht auch Kalorien. Sagen wir ca. 10%. Je nachdem, woraus dein Essen besteht. Bei Protein ist der Anteil zum Beispiel höher. Wenn du Proteine zu dir nimmst, ein größerer Anteil davon wird bei der Verdauung verbrannt. Kalorien davon. Dann kommt sportliche Aktivitäten. Was verbrauchen sportliche Aktivitäten? Und der letzte Punkt ist der Kalorienverbrauch durch nicht sportliche Aktivitäten. Denkst du, dass Religion beim Thema Disziplin helfen kann? Die Religion kann auf jeden Fall helfen, abzunehmen. Warum? Oder wenn du darüber nachdenkst, dass Allah dir diesen Körper als Ermänner gegeben hat. Die Muslime sollten normalerweise die letzten Menschen sein, die dick sind, wenn wir ehrlich sind. Weil wir wissen, wir können dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Der Nicht-Muslim weiß das nicht. Wir schon. Wenn du weißt, guck mal, wenn ich nicht jetzt abnehme, dann werde ich irgendwann Probleme mit meinem Knie haben. Ich werde nicht mehr ins Sajda reingehen können. Das muss dich doch motivieren, das muss dir doch Disziplin geben, zu sagen, ich nehme jetzt ab. Oder wenn du merkst, dass du das Gebet nicht mehr so genießen kannst, wenn du merkst, du kommst aus dem Sujud hoch und du bist aus der Atem, du bist so. Und du merkst, da ist weniger Demut drin, weil es eher für dich wie eine sportliche Tätigkeit ist, anstatt einfach mal dich darauf zu konzentrieren. Dann muss das ja endlich die Disziplin geben, zu sagen, verlass, ich muss jetzt abnehmen, es geht so nicht mehr weiter. Das heißt, der Muslim sollte einfach höchst motiviert sein, aus diesem Zustand rauszukommen. Für Allah, Allah yani. Es gibt eine Überlieferung von Hazrat Umar, radiallahu anhu. Der sah einen Mann mit einem dicken Bauch. Der fragte den Mann, was ist das? Der Mann sagte, das ist ein Segen Allahs. Umar sagte, nein, das ist eine Strafe Allahs. Und dann hat er gesagt, guck mal, Leute, werdet nicht übergewichtig, werdet nicht dick, weil es schwächt euch im Gebet. Er hat schon damals verstanden, dass es schlecht ist. Und einmal kam auch ein Arzt nach Medina, wollte da seine Tätigkeit nachgehen. Er war dann eine längere Zeit lang, irgendwann merkt er so, keiner kommt zu mir, keiner braucht meine Hilfe.
Und als er dann, ich glaube, es war Hazrat Ömer gefragt hat, woran das liegt, sagte er, guck mal, meine Leute essen, wenn sie hungrig sind, hören auf, wenn sie satt sind. Sie essen nicht einfach aus Gelüste, aus Langeweile bis zum Platzen. Nein, sie essen, wenn sie hungrig sind und hören auf, wenn sie satt sind. Das heißt, die Gesundheit spielt mit der Ernährung einher, ist beides zusammen. Und das wiederum hat auch Einfluss auf deinen Geist. Wer von uns hat einmal richtig Demut im Gebet, nachdem wir uns richtig vollgegessen haben? Deswegen, wenn du Allah besser anbeten möchtest, achte auf deine Gesundheit, achte auf deinen Magen und hab im Hinterkopf, dass auch wenn du jetzt nicht so krass leidest, denk dran, was passiert die nächsten 5 bis 10 Jahre. Was passiert von 60 bis 70? Willst du nur noch im Stuhl beten oder willst du wirklich Allah bestmöglich anbeten? Weil dein Zustand, den du jetzt hast, dass du keine Klamotten mehr hast, die dir gefallen, weil dein Bauch immer rausguckt, ja? Dass du beim Treppensteigen außer Atem bist, dass du jetzt ein bisschen Knieschmerzen hast aufgrund deines Gewichts beim Beten, ist gerade der Anfang. Das sind die ersten Warnsignale. Und wenn du nichts änderst, wird es über die nächsten Jahre nur noch schlimmer. Weil irgendwann wird dein Körper das nicht mehr tragen können, weil irgendwann fängt auch dein Körper an, Muskelmasse abzubauen. Noch schlimmer ist sogar, dass aber an einem gewissen Bauchumfang dein Körper anfängt, dein Testosteron in Frauenhormone umzuwandeln. Das sorgt zum Beispiel für mehr Stimmungsschwankungen. Und weniger Testosteron bedeutet auch, dass dein Muskelabbau noch schneller stattfindet. Wenn du weniger Muskelmasse hast und dein Gewicht sich steigert, dann ist es für den Körper immer anstrengender. Irgendwann leiden die Gelenke darunter. Deswegen würde ich auch übrigens niemandem raten, durch Joggen abzunehmen. Wir haben alle jetzt Arda gesehen, wie er gelaufen ist. Ich würde keinem berufstätigen Vater oder Mutter, die übergewichtig ist, empfehlen, jetzt geh laufen. Du schadest deinen Gelenken. Das ist der falsche Weg für dich. Ist für Arda richtig, aber nicht für dich. Was sagt der Islam über Maßlosigkeit beim Essen? Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, der Mensch füllt nie ein stürmeres Gefäß als sein Magen. Das alleine reicht schon als Aussage. Aber die Konsequenzen davon sehen wir hier im eigenen Leib. Mehr denn je. Also ich bin davon überzeugt, die Muslime waren im Schnitt noch nie so dick wie heute. Noch nie. Und jetzt sind wir sogar in einer Zeit, wo Kinder dick sind. Wo wir Kinder waren, zu der Zeit gab es nie dicke Kinder. Heute ist der Durchschnitt dick. Wenn die schon als Kind dick sind, was wird die nächsten Jahre passieren? Allein, dass die Maßlosigkeit dazu führt, dass dein Gebet darunter leidet. Dass du dreimal überlegst, soll ich jetzt aufstehen oder nicht? Dass du morgens schwierig aus dem Bett kommst, um das Morgengebet zu beten. Das sind alles Punkte, die kommen, weil wir maßlos sind. Weil wir uns nicht beherrschen, weil wir immer dieses Gefühl von, ich bin am Platz. Bevor der Magen nicht platzt, hören wir nicht auf zu essen. Das sollte nicht der Fall sein. Wie kann man während Ramadan gesund abnehmen oder das Gewicht halten? Es ist im Grunde ganz simpel. Fakt ist ja, wenn du dein Gewicht halten möchtest, darfst du nicht mehr essen, als du verbrauchst. Den Fehler, den viele Muslime machen, ist, sie denken, okay, ich habe die ganze Zeit nichts gegessen, jetzt kann ich am Abend gönnen, so viel ich möchte. Und sie bleiben sogar nachts wach. Das heißt, sie essen sehr viel und vor allem danach noch Süßigkeiten, was dafür sorgt, dass sie im kurzen Zeitraum so viel essen, dass sie mehr Kalorien zu sich geführt haben, als sie verbraucht haben. Und der andere Punkt ist auch im Ramadan, wenn viele faul. Ja, die bleiben nur noch zu Hause, gehen nicht mehr raus, bewegen sich weniger, wodurch der Kalorienverbrauch sinkt und sie essen immer noch viel und dann schaffen sie es sogar im Ramadan zuzunehmen. Was denkst du über Hayal Hanem? Ihr seid auf Social Media aktiv und sehr erfolgreich, mashallah. Ja, und die Jugendlichen sind auf Social Media. Das ist Fakt. Wenn man da die Jugend so näher zum Islam bringt, weg von den falschen, schlechten Sachen, ist eine gute Sache. Ja, und ihr seid nun mal, was Social Media angeht, anderen weit voraus. Das spricht für sich. Insofern müssen wir einfach möglichst viele Jugendliche fragen, weil die Welt da draußen ist sehr gefährlich. Gefährlicher, als wir noch jung waren.